Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Die nächsten 2 Stunden gehören dir und deinem Deutsch. Du musst nichts tun, nur zuhören und wenn du magst, leise mitsprechen oder auch nicht. Es gibt hier keinen Druck, keine Prüfung, keine Liste, die du abhaken musst. Heute beschäftigen wir uns weiter mit einem Thema, das uns alle betrifft, aber auf eine ruhige, natürliche Weise. Kein Leistungsdenken, kein Leistungscheck. Nur du und die deutsche Sprache. Wir bleiben I am Fluss, so wie beim letzten Mal. Du musst nichts erklären, nichts beweisen. Nur da sein. Zu hören. Zu atmen. Die Wörter kommen zu dir, nicht du zu ihnen. Stell dir vor, du sitzt in einem gemütlichen Raum, vielleicht mit einer Tasse Tee, vielleicht auf deinem Sofa, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Die Gedanken dürfen kommen und gehen. Manchmal hörst du genau hin, manchmal schweifst du ab. Das ist kein Fehler, sondern Teil des Lernens. Dein Ohr arbeitet auch am Hintergrund. Dein Gehirn sortiert, verbindet, speichert. Ganz ohne Druck. Wir sprechen heute weiter über den Alltag, über kleine Momente, in denen Technik plötzlich da ist, manchmal laut, manchmal leise. Aber wir analysieren nicht, wir testen nicht, wir lernen nicht für eine Prüfung. Wir lassen die Sprache einfach um uns herum sein. Wie Musik, die du im Hintergrund hörst, bis du eines Tages die Melie mitsummen kannst. Und wenn du heute nur 3 Wörter mitnimmst, ist das genug. Wenn du keins mitnimmst, ist das auch genug. Wiederholung ist deine Freundin, nicht deine Aufgabe. Also lehn dich zurück. Schließ die Augen, wenn du magst. Die nächsten 2 Stunden sind immer noch deine. Deine Zeit, dein Deutsch, dein Tempo. Lass uns weitermachen. Ohne Ziel, aber mit Neugier. Jetzt soziale Medien. Soziale Medien. Social Media. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X. Viele Plattformen. Plattform. Die Plattform. Eine digitale Seite, auf der Menschen Inhalte teilen. Plattform. Plattform. Inhalt. Der Inhalt. Content. Ein Video ist Inhalt. Ein Foto ist Inhalt. Ein Text ist Inhalt. Ein Kommentar ist Inhalt. Inhalt. Content. Kommentar. Der Kommentar. Comment. Menschen schreiben Kommentare in Kommentare. Freundliche Kommentare. Kritische Kommentare. Böse Kommentare. Kommentar. Kritisch. Kritisch bedeutet prüfend, nicht sofort glaubend. Kritisch denken. Kritisch lesen. Kritisch fragen. Kritisch. Critical. Böse. Böse bedeutet schlecht, unfreundlich, verletzend. Ein böser Kommentar.
böse Worte, böse Absicht, böse, mean, bad, Absicht, die Absicht, die Absicht, Intention, was jemand erreichen will. Eine gute Absicht. Eine schlechte Absicht. Ohne Absicht. Absicht. Intention. In sozialen Medien arbeitet oft ein Algorithmus. Von Algorithmus. Der Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine Regel oder ein System, das entscheidet, was du siehst. Algorithmus. Algorithm. Der Algorithmus merkt, was du anklickst. Merken. Ich merke. Du merkst. Merken bedeutet wahrnehmen oder im Kopf behalten. Der Algorithmus merkt dein Verhalten. Verhalten. Das Verhalten. Behavior. Verhalten. Wenn du oft Kochvideos siehst, zeigt er mehr Kochvideos. Wenn du oft Nachrichten über KI siehst, zeigt er mehr Nachrichten über KI. Zeigen. Ich zeige. Du zeigst. Zeigen bedeutet sichtbar machen. Zeigen. Show. Das kann praktisch sein. Praktisch. Praktisch bedeutet nützlich im Alltag. Eine praktische App. Eine praktische Funktion. Ein praktischer Tipp. Praktisch. Practical. Aber es kann auch eng werden. Eng. Eng bedeutet nicht weit. Ein enger Raum. Eine enge Sicht. Eine enge Welt. Eng. Narrow. Wenn du immer nur ähnliche Meinungen siehst, entsteht eine Blase. Blase. Die Blase. Bubble. Eine Informationsblase. Du siehst nur, was ähnlich ist. Blase. Bubble. Ähnlich. Ähnlich bedeutet fast gleich, nicht ganz anders. Ähnliche Videos. Ähnliche Meinungen. Ähnliche Nachrichten. Ähnlich. Similar. Andere Meinungen werden unsichtbar. Unsichtbar. Unsichtbar bedeutet, man sieht es nicht. Unsichtbare Informationen. Unsichtbare Risiken. Unsichtbar. Invisible. Deshalb ist es gut, bewusst verschiedene Quellen zu lesen. Verschieden. Verschieden bedeutet anders, nicht gleich. Verschiedene Quellen. Verschiedene Meinungen. Verschiedene Menschen. Verschieden. Different. Meinung. Die Meinung. Opinion. Eine Meinung ist, was jemand denkt. Meine Meinung. Deine Meinung. Eine andere Meinung. Meinung.
Du musst nicht jede Meinung akzeptieren. Akzeptieren. Ich akzeptiere. Du akzeptierst. Akzeptieren bedeutet annehmen, gelten lassen. Eine Meinung akzeptieren. Eine Regel akzeptieren. Akzeptieren. Accept. Aber du kannst zuhören. Zuhören. Listen. Zuhören hilft. Zuhören macht Gespräche besser. Zuhören macht Menschen ruhiger. Zuhören. In sozialen Medien gibt es auch KI-Bilder. Bild. Das Bild. Picture. Image. Ein echtes Bild. Ein künstliches Bild. Ein bearbeitetes Bild. Bild. Echt. Echt bedeutet real, wirklich. Ein echtes Foto. Eine echte Person. Eine echte Nachricht. Echt. Real. Künstlich. Künstlich bedeutet vom Computer oder Menschen gemacht, nicht natürlich. Ein künstliches Bild. Eine künstliche Stimme. Künstlich. Artificial. Stimme. Die Stimme. Voice. Eine echte Stimme. Eine künstliche Stimme. Eine bekannte Stimme. Stimme. Manchmal sieht ein KI-Bild sehr echt aus. Sehr echt. Fast echt. Manchmal hört sich eine KI-Stimme echt an. Das kann interessant sein, aber auch gefährlich. Interessant. Interessant bedeutet, es macht neugierig. Interessant. Interesting. Gefährlich. Dangerous. Neugierig. Neugierig bedeutet, du möchtest mehr wissen. Ich bin neugierig. Eine neugierige Frage. Neugierig. Curious. Du lernst. Nicht alles, was echt aussieht, ist echt. Nicht alles, was wahr klingt, ist wahr. Kling. Es klingt wahr. Aber es muss nicht wahr sein. Deshalb prüfen. 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 Du kannst fragen, wer hat das gepostet? Posten. Ich poste. Du postest. Posten bedeutet, etwas in sozialen Medien veröffentlichen. Ein Bild posten. Ein Video posten. Einen Text posten. Posten. Post. Veröffentlichen. Ich veröffentliche. Du veröffentlichst. Veröffentlichen bedeutet öffentlich machen. Einen Artikel veröffentlichen. Ein Video veröffentlichen. Eine Information veröffentlichen. Veröffentlichen. Publish. Öffentlich. Öffentlich bedeutet für viele Menschen sichtbar. Ein öffentlicher Beitrag. Eine öffentliche Meinung. Ein öffentlicher Ort. Öffentlich. Public. Privat. Privat bedeutet nicht öffentlich, nur für dich oder wenige Menschen. Private Daten. Private Fotos. Privates Leben. Privat. Private. Du fragst, ist die Quelle bekannt? Bekannt. Bekannt bedeutet, viele kennen es.
Eine bekannte Zeitung. Eine bekannte Person. Eine bekannte Organisation. Bekannt. Known. Ist die Information aktuell? Aktuell. Current. Jetzt wichtig. Von heute. Von diesem Jahr. Aktuell. Ist das Bild bearbeitet? Bearbeiten. Ich bearbeite. Du bearbeitest. Bearbeiten bedeutet verändern. Ein Foto bearbeiten. Einen Text bearbeiten. Eine Datei bearbeiten. Bearbeiten. Edit. Bearbeitet. Edited. Ein bearbeitetes Bild. Ein bearbeitetes Video. Ein bearbeiteter Text. Bearbeitet. Diese Fragen machen dich stark. Stark. Strong. Nicht körperlich stark, sondern geistig stark. Geistig. Geistig bedeutet im Kopf mit denken. Geistig stark. Geistig wach. Geistig frei. Geistig. Mental. Frei. Frei bedeutet nicht gefangen. Frei denken. Frei entscheiden. Frei sprechen. Frei. Free. KI und soziale Medien können dich beeinflussen. Beeinflussen. Ich beeinflusse. Du beeinflusst. Beeinflussen bedeutet auf Gedanken oder Verhalten wirken. Werbung beeinflusst Menschen. Medien beeinflussen Menschen. KI kann Empfehlungen beeinflussen. Beeinflussen. Influence. Werbung. Die Werbung. Advertising. Werbung zeigt Produkte. Werbung möchte, dass du etwas kaufst. Werbung. Advertisement. Produkt. Das Produkt. Product. Ein Handy ist ein Produkt. Eine App kann ein Produkt sein. Ein Kurs ist ein Produkt. Produkt. Kaufen. Ich kaufe. Du kaufst. Kaufen bedeutet Geld geben und etwas bekommen. Ein Produkt kaufen. Ein Ticket kaufen. Ein Buch kaufen. Kaufen. Buy. Du musst nicht alles kaufen. Du musst nicht alles anklicken. Du musst nicht alles glauben. Du darfst Pause machen. Pause. Die Pause. Break. Eine digitale Pause. Eine Medienpause. Eine Pause vom Handy. Pause machen ist gesund. Gesund. Gesund bedeutet gut für den Körper und den Kopf. Gesund. Healthy.
Eine gesunde Gewohnheit. Gewohnheit. Die Gewohnheit. Habit. Eine Gewohnheit ist etwas, das du oft machst. Gewohnheit. Habit. Vielleicht legst du das Handy weg. Weglegen. Put away. Du schaust aus dem Fenster. Fenster. Das Fenster. Window. Du atmest. Atmen. Breathe. Du bist wieder bei dir. Bei dir. Mit dir selbst. Ruhig. Ruhig bleiben ist wichtig. Ruhig. Calm. In einer schnellen digitalen Welt brauchst du innere Ruhe. Inner. Inner bedeutet innen. Innere Ruhe. Inner Peace. Ruhe. Du kannst Technik nutzen, aber du musst nicht von Technik bestimmt werden. Bestimmen. Ich bestimme. Du bestimmst. Bestimmen bedeutet entscheiden, festlegen. Ich bestimme meine Zeit. Ich bestimme meine Aufmerksamkeit. Bestimmen. Determine. Decide. Aufmerksamkeit ist wertvoll. Wertvoll. Wertvoll bedeutet viel wert, wichtig. Deine Aufmerksamkeit ist wertvoll. Deine Zeit ist wertvoll. Deine Daten sind wertvoll. Wertvoll. Valuable. Deshalb schützt du deine Aufmerksamkeit. Schützen. Protect. Du schützt deine Zeit. Du schützt deine Daten. Du schützt dein Denken. Dein Denken. Thinking. Das Denken. Denken. Ich denke. Du denkst. Denken ist frei. Denken ist menschlich. Denken braucht Ruhe. Denken braucht Zeit. Jetzt endet der Arbeitstag oder der Schultag. Enden. Es endet. Der Tag endet. Das Meeting endet. Die Stunde endet. Enden. End. Finish. Finish. Du packst deine Sachen. Packen. Ich packe. Du packst. Packen bedeutet Dinge in eine Tasche legen. Sachen packen. Tasche packen. Packen. Pack. Du verabschiedest dich. Verabschieden. Ich verabschiede mich. Du verabschiedest dich. Verabschieden bedeutet Tschüss sagen. Verabschieden. Say goodbye. Du gehst nach Hause. Nach Hause gehen. Go home. Unterwegs denkst du nach. Nachdenken. Reflect.
Du denkst über deinen digitalen Tag nach. Du hast KI benutzt. Du hast E-Mails gelesen. Du hast Texte verbessert. Du hast Informationen geprüft. Du hast soziale Medien gesehen. Du hast Entscheidungen getroffen. Treffen. Eine Entscheidung treffen. Make a decision. Entscheidung. Die Entscheidung. Decision. Heute hast du viele kleine Entscheidungen getroffen. Was lese ich? Was glaube ich? Was teile ich? Was schreibe ich? Was prüfe ich? Was lasse ich weg? Weglassen. Ich lasse weg. Du lässt weg. Weglassen bedeutet nicht benutzen, nicht nehmen, nicht sagen. Eine Information weglassen. Eine App weglassen. Ein Video weglassen. Weglassen. Leave out. Nicht alles ist wichtig. Wichtig. Important. Manche Dinge sind nur laut. Laut. Laut bedeutet nicht leise. Ein lautes Video. Eine laute Nachricht. Eine laute Welt. Laut. Laut. Aber du kannst leise werden. Leise. Leise bedeutet ruhig, nicht laut. Eine leise Stimme. Ein leiser Moment. Leise. Quiet. In der leisen Zeit verstehst du oft mehr. Verstehen. Unterstand. Du verstehst. Key ist ein Teil der Welt. Aber nicht die ganze Welt. Teil. Der Teil. Part. Ein Teil vom Alltag. Ein Teil der Arbeit. Ein Teil des Lernens. Teil. Die ganze Welt ist größer. Größer. Bigger. Menschen, Gespräche, Natur, Freundschaft, Familie, Körper, Gefühle, Träume. Das alles gehört auch zum Leben. Gefühl. Das Gefühl. Feeling. Freude. Sorge. Angst. Hoffnung. Ruhe. Vertrauen. Gefühle. Feelings. Traum. Der Traum. Dream. Menschen haben Träume. KI hat keine Träume wie Menschen. KI kann Wörter erzeugen. Erzeugen. Ich erzeuge. Du erzeugst. Erzeugen bedeutet machen, produzieren. Einen Text erzeugen. Ein Bild erzeugen. Eine Antwort erzeugen. Erzeugen. Generate. Produce. Aber Menschen leben. Leben. Ich lebe. Du lebst. Leben. Life. Menschen fühlen. Menschen hoffen. Menschen erinnern sich. Erinnern. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Erinnern bedeutet etwas aus der Vergangenheit im Kopf haben. Erinnern. Remember. Vergangenheit. Die Vergangenheit. Past. Was schon passiert ist. Zukunft. Was noch kommt. Gegenwart. Die Gegenwart.
Present. Was jetzt ist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. KI verändert die Zukunft. Aber du lebst in der Gegenwart. Jetzt. Jetzt atmest du. Jetzt hörst du. Jetzt lernst du Deutsch. Jetzt verstehst du ein bisschen mehr. Ein bisschen. A little. Ein bisschen mehr. Ein bisschen sicherer. Ein bisschen ruhiger. Ein bisschen freier. Und das ist genug für diesen Teil. Künstliche Intelligenz im Alltag, zu Hause, Zukunft und Verantwortung. Jetzt bist du wieder zu Hause. Zu Hause. Das bedeutet, an dem Ort, wo du wohnst, wo du dich sicher fühlst, wo du dich ausruhen kannst. Zu Hause. At home. Du kommst nach Hause, öffnest die Tür, ziehst deine Schuhe aus und atmest tief ein. Atmen. Ich atme. Du atmest. Tief atmen. Ruhig atmen. Atmen bedeutet Leben. Atmen bedeutet Ruhe. Du legst deine Tasche ab. Tasche. Die Tasche. Bag. Du hängst deine Jacke auf. Aufhängen. Ich hänge auf. Du hängst auf. Aufhängen bedeutet etwas an einen Haken oder an die Garderobe hängen. Jacke aufhängen. Mantel aufhängen. Tasche abstellen. Abstellen. Ich stelle ab. Du stellst ab. Abstellen bedeutet etwas an einen Ort stellen. Die Tasche abstellen. Die Schuhe abstellen. Das Glas abstellen. Du gehst ins Wohnzimmer. Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Living Room. Ein Raum zum Sitzen, zum Reden, zum Entspannen. Wohnzimmer. Du setzt dich auf das Sofa. Sofa. Das Sofa. Couch. Du fühlst dich müde, aber ruhig. Müde. Müde bedeutet, du brauchst Pause. Du brauchst Erholung. Du brauchst vielleicht Schlaf. Müde. Tired. Erholung. Die Erholung. Erholung bedeutet Ruhe nach Arbeit. Ruhe nach Stress. Ruhe für Körper und Kopf. Erholung. Recovery. Rest. Du brauchst Erholung. Dein Körper braucht Erholung. Dein Kopf braucht Erholung. Du nimmst dein Handy. Handy. Das Handy. Smartphone. Du schaust auf den Bildschirm. Bildschirm. Der Bildschirm. Screen. Wieder siehst du Nachrichten. Wieder siehst du Apps. Wieder siehst du Empfehlungen. Empfehlung. Die Empfehlung. Recommendation.
Eine Empfehlung sagt dir, das könnte dich interessieren. Dieses Video, dieses Lied, dieser Artikel, diese Nachricht interessieren. Ich interessiere mich. Du interessierst dich. Sich interessieren bedeutet, etwas wichtig oder spannend finden. Ich interessiere mich für Technik. Du interessierst dich für Deutsch. Viele Menschen interessieren sich für künstliche Intelligenz. Interessieren. Be interested in. Du öffnest eine Musik-App. Musik. Die Musik. Music. Du möchtest entspannen. Entspannen. Ich entspanne mich. Du entspannst dich. Entspannen bedeutet ruhig werden. Weniger Stress fühlen. Den Körper weich werden lassen. Entspannen. Relax. Die App zeigt dir Musik, die du vielleicht magst. Mögen. Ich mag. Du magst. Mögen bedeutet etwas gern haben. Ich mag Musik. Ich mag ruhige Musik. Ich mag Kaffee. Ich mag Deutsch. Mögen. Like. Woher weiß die App, was du magst? Woher? From where? Woher kommt diese Empfehlung? Die App kennt dein Verhalten. Verhalten. Das Verhalten. Behavior. Verhalten bedeutet, was du tust, wie du handelst, was du anklickst, was du hörst, was du suchst. Suchen. Ich suche. Du suchst. Suchen bedeutet, etwas finden wollen. Du suchst ein Lied. Du suchst ein Video. Du suchst eine Antwort. Suchen. Search. Die App merkt sich, was du oft hörst. Merken. Ich merke. Du merkst. Sich merken bedeutet, im Gedächtnis behalten. Die App merkt sich deine Lieder. Der Mensch merkt sich Wörter. Du merkst dir neue deutsche Wörter. Merken. Remember. Notice. Aber eine App merkt anders als ein Mensch. Anders. Anders bedeutet nicht gleich. Ein Mensch erinnert sich mit Gefühl. Eine App speichert Daten. Speichern. Ich speichere. Du speicherst. Speichern bedeutet Informationen behalten, oft in einem Gerät oder System. Ein Foto speichern. Eine Datei speichern. Daten speichern. Speichern. Save. Store. Daten. Die Daten. Data. Daten sind Informationen. Deine Musikdaten. Deine Suchdaten. Deine Klicks. Deine Vorlieben. Vorliebe. Die Vorliebe. Preference.
Eine Vorliebe ist etwas, das du besonders magst. Musikvorliebe, Essensvorliebe, Lernvorliebe, Vorliebe, Preference. Du denkst, meine Daten erzählen etwas über mich. Erzählen. Ich erzähle. Du erzählst. Erzählen bedeutet eine Geschichte sagen. Daten erzählen keine Geschichte wie ein Mensch, aber sie zeigen Muster. Muster. Das Muster. Pattern. Ein Muster ist etwas, das sich wiederholt. Ein Verhalten kann ein Muster haben. Ein Tagesablauf kann ein Muster haben. Daten können Muster zeigen. Muster. Pattern. Künstliche Intelligenz erkennt Muster. Erkennen. Ich erkenne. Du erkennst. Erkennen bedeutet sehen und verstehen, was etwas ist. Ein Gesicht erkennen. Eine Stimme erkennen. Ein Muster erkennen. Erkennen. Recognize. Deshalb kann KI Vorschläge machen. To. Vorschlag. Der Vorschlag. Suggestion. Vorschläge sind nicht immer schlecht. Ein guter Vorschlag kann helfen. Ein guter Vorschlag kann Zeit sparen. Ein guter Vorschlag kann dich auf neue Musik bringen. Neu. Neu bedeutet nicht alt. Eine neue Idee. Ein neues Lied. Eine neue Chance. Neu. New. Aber du möchtest selbst entscheiden. Selbst. Self. Selbst entscheiden. Selbst auswählen. Selbst denken. Auswählen. Ich wähle aus. Du wählst aus. Auswählen bedeutet wählen, was du willst. Du wählst ein Lied aus. Du wählst eine Nachricht aus. Du wählst eine Meinung aus. Auswählen. Choose. Select. Du drückst auf Play. Drücken. Ich drücke. Du drückst. Drücken bedeutet mit dem Finger auf etwas gehen. Einen Knopf drücken. Auf Play drücken. Drücken. Press. Die Musik beginnt. Beginnen. Ich beginne. Du beginnst. Beginnen bedeutet starten. Der Tag beginnt. Die Musik beginnt. Das Lernen beginnt. Beginnen. Start. Du lehnst dich zurück. Zurücklehnen. Ich lehne mich zurück. Du lehnst dich zurück. Zurücklehnen bedeutet den Rücken nach hinten legen, entspannen. Du lehnst dich zurück. Dein Körper wird ruhig.
Dein Gesicht wird ruhig. Deine Gedanken werden langsam. Gedanken. Die Gedanken. Thoughts. Gedanken kommen und gehen. Manchmal sind sie laut. Manchmal sind sie leise. Gedanken. Du denkst über den Tag nach. Nachdenken. Ich denke nach. Du denkst nach. Nachdenken bedeutet ruhig überlegen, tiefer denken, nicht sofort reagieren. Heute hast du viel gesehen. E-Mails, Nachrichten, soziale Medien, KI-Texte, KI-Bilder, Empfehlungen, Informationen. Du hast gemerkt, die digitale Welt ist schnell. Schnell. Schnell bedeutet nicht langsam. Eine schnelle Antwort. Ein schnelles Video. Ein schneller Klick. Schnell. Fast. Aber du möchtest nicht immer schnell sein. Manchmal möchtest du langsam sein. Langsam. Slowly. Langsam lesen. Langsam denken. Langsam lernen. Langsam atmen. Langsam. Langsamkeit kann gut sein. Langsamkeit. Die Langsamkeit. Slowness. Langsamkeit bedeutet, du nimmst dir Zeit. Zeit nehmen. Ich nehme mir Zeit. Du nimmst dir Zeit. Zeit nehmen bedeutet nicht hetzen, nicht eilen, bewusst handeln. Bewusst. Bewusst bedeutet mit Aufmerksamkeit, mit Denken, mit Gefühl. Bewusst leben. Bewusst lernen. Bewusst klicken. Bewusst teilen. Bewusst entscheiden. Bewusst. Aware. Conscious. Jetzt machst du Abendessen. Abendessen. Das Abendessen. Dinner. Du gehst in die Küche. Küche. Die Küche. Kitchen. Du öffnest den Kühlschrank. Kühlschrank. Der Kühlschrank. Fridge. Du schaust, was da ist. Gemüse. Reis. Eier. Brot. Käse. Vielleicht Nudeln. Vielleicht Suppe. Du könntest eine App fragen, was kann ich kochen? Kochen. Ich koche. Du kochst. Kochen bedeutet Essen vorbereiten. Kochen. Cook. Eine App kann dir ein Rezept geben. Rezept. Das Rezept. Recipe. Ein Rezept erklärt, welche Zutaten du brauchst und was du tun musst. Rezept.
Recipe. Zutat. Die Zutat. Ingredient. Eine Zutat ist ein Teil vom Essen. Salz ist eine Zutat. Öl ist eine Zutat. Gemüse ist eine Zutat. Zutat. Ingredient. Du gibst in die App ein: Ich habe Tomaten, Eier und Reis. Was kann ich kochen? Eingeben. Ich gebe ein. Du gibst ein. Eingeben bedeutet Wörter oder Daten in ein Gerät schreiben. Eine Frage eingeben. Ein Passwort eingeben. Zutaten eingeben. Eingeben. Enter. Input. Die App schlägt ein einfaches Gericht vor. Vorschlagen. Ich schlage vor. Du schlägst vor. Vorschlagen bedeutet eine Idee geben. Die App schlägt ein Gericht vor. Ein Freund schlägt ein Kaffee vor. Ein Lehrer schlägt eine Übung vor. Vorschlagen. Suggest. Gericht. Das Gericht. Dish. Food. Ein Gericht ist ein fertiges Essen. Ein warmes Gericht. Ein einfaches Gericht. Ein gesundes Gericht. Gericht. Gesund. Gesund bedeutet gut für den Körper. Gesundes Essen. Gesunde Gewohnheit. Gesunder Schlaf. Gesund. Healthy. Du kochst langsam. Du schneidest Tomaten. Schneiden. Ich schneide. Du schneidest. Schneiden bedeutet mit einem Messer teilen. Tomaten schneiden. Brot schneiden. Gemüse schneiden. Schneiden. Cut. Du brätst Eier. Braten. Ich brate. Du brätst. Braten bedeutet in der Pfanne mit Öl heiß machen. Eier braten. Gemüse braten. Fleisch braten. Braten. Fry. Du rührst um. Umrühren. Ich rühre um. Du rührst um. Umrühren bedeutet mit einem Löffel bewegen. Suppe umrühren. Soße umrühren. Reis umrühren. Umrühren. Steer. Während du kochst, denkst du, Ki kann sogar beim Essen helfen. Thing. Sie kann Rezepte finden. Sie kann Einkaufslisten schreiben. Sie kann Kalorien berechnen. Berechnen. Ich berechne. Du berechnest. Berechnen bedeutet mit Zahlen arbeiten. Kosten berechnen. Zeit berechnen. Kalorien berechnen. Berechnen. Calculate. Aber schmecken musst du selbst. Schmecken. Es schmeckt. Schmecken bedeutet, wie Essen im Mund ist. Es schmeckt gut. Es schmeckt salzig. Es schmeckt süß.
Schmecken. Taste. KI kann ein Rezept geben, aber sie kann nicht für dich schmecken. Das ist ein schöner Gedanke. Der Mensch schmeckt. Der Mensch riecht. Der Mensch fühlt. Riechen. Ich rieche. Du riechst. Riechen bedeutet mit der Nase wahrnehmen. Die Suppe riecht gut. Der Kaffee riecht gut. Riechen. Smell. Fühlen. Ich fühle. Du fühlst. Fühlen bedeutet mit dem Körper oder mit dem Herzen wahrnehmen. Ich fühle Wärme. Ich fühle Freude. Ich fühle Ruhe. Fühlen. Feel. Du setzt dich an den Tisch. Tisch. Der Tisch. Table. Du isst dein Abendessen. Essen. Ich esse. Du isst. Essen bedeutet Nahrung aufnehmen. Essen. Eat. Du bist zufrieden. Zufrieden. Zufrieden bedeutet ruhig, glücklich genug, innerlich, gut, zufrieden, satisfied, content. Nach dem Essen räumst du auf. Aufräumen. Ich räume auf. Du räumst auf. Aufräumen bedeutet Ordnung machen. Küche aufräumen. Tisch aufräumen. Zimmer aufräumen. Aufräumen. Tidy up. Ordnung. Die Ordnung. Order. Ordnung bedeutet, alles hat seinen Platz. Ordnung im Zimmer. Ordnung im Kopf. Ordnung in Daten. Ordnung. Order. Vielleicht ist das auch eine gute Idee für die digitale Welt. Ordnung. Digitale Ordnung. How? Du kannst Dateien ordnen. Ordnen. Ich ordne. Du ordnest. Ordnen bedeutet Dinge sortieren, strukturieren, an den richtigen Platz bringen. Dateien ordnen. Fotos ordnen. Gedanken ordnen. Ordnen. Organize. Du schaust auf dein Handy. Viele Fotos. Viele Nachrichten. Viele Apps. Vielleicht zu viele. Zu viele. Too many. Zu viele Apps. Zu viele Nachrichten. Zu viele Benachrichtigungen. Benachrichtigung. Die Benachrichtigung. Notification. Eine Benachrichtigung sagt, schau hier. Lies das. Klick hier. Benachrichtigung. Notification. Du entscheidest dich, einige Benachrichtigungen auszuschalten. Ausschalten. Ich schalte aus. Du schaltest aus. Ausschalten bedeutet etwas stoppen, ausmachen. Aus. Machen. Das Licht ausschalten. Den Computer ausschalten. Benachrichtigungen ausschalten. Ausschalten. Turn off. Das fühlt sich gut an. Weniger Lärm. Weniger Druck. Weniger Ablenkung. Ablenkung. Die Ablenkung. Distraction.
Eine Ablenkung nimmt deine Aufmerksamkeit weg. Das Handy kann eine Ablenkung sein. Ein lautes Video kann eine Ablenkung sein. Ablenkung. Distraction. Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit. Attention. Deine Aufmerksamkeit ist wertvoll. Wertvoll. Wertvoll bedeutet wichtig, kostbar. Deine Zeit ist wertvoll. Deine Ruhe ist wertvoll. Deine Aufmerksamkeit ist wertvoll. Du schützt deine Aufmerksamkeit. Schützen. Ich schütze. Du schützt. Schützen bedeutet sicher machen. Daten schützen. Zeit schützen. Ruhe schützen. Aufmerksamkeit schützen. Schützen. Protect. Jetzt denkst du über die Zukunft nach. Zukunft. Die Zukunft. Future. Die Zukunft ist nicht sicher. Sicher. Sicher bedeutet klar, ohne Gefahr oder mit Vertrauen. Die Zukunft ist nicht ganz sicher, aber wir können sie gestalten. Gestalten. Ich gestalte. Du gestaltest. Gestalten bedeutet formen, aktiv machen, bewusst entwickeln. Die Zukunft gestalten. Einen Text gestalten. Einen Plan gestalten. Gestalten. Shape. Design. KI wird wahrscheinlich Teil der Zukunft sein. Teil. Der Teil. Part. Ein Teil der Arbeit. Ein Teil der Schule. Ein Teil des Alltags. Teil. Part. Aber die Frage ist, wie wollen wir mit KI leben? Leben. Ich lebe. Du lebst. Leben bedeutet Dasein, fühlen, handeln, Erfahrungen machen. Leben. Life. Wie wollen wir lernen? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir sprechen? Wie wollen wir entscheiden? Das sind große Fragen. Groß. Groß bedeutet nicht klein. Eine große Frage. Eine große Veränderung. Eine große Chance. Groß. Big. Veränderung. Die Veränderung. Change. Veränderung bedeutet, etwas wird anders. Technik verändert sich. Arbeit verändert sich. Schule verändert sich. Sprache verändert sich. Veränderung. Change. Manche Menschen haben Angst vor Veränderung. Angst. Die Angst. Fear. Angst ist ein Gefühl. Angst kann schützen, aber Angst kann auch blockieren. Blockieren. Ich blockiere. Du blockierst. Blockieren bedeutet stoppen, verhindern. Angst kann Denken blockieren. Blockieren. Block. Andere Menschen freuen sich über Veränderung. Freude. Die Freude. Joy. Freude bedeutet ein gutes Gefühl. Freude über Technik. Freude über Lernen. Freude über neue Möglichkeiten. Freude. Joy.
Beides ist menschlich. Menschlich. Menschlich bedeutet typisch für Menschen, mit Gefühl, mit Herz. Angst ist menschlich. Freude ist menschlich. Zweifel ist menschlich. Zweifel. Der Zweifel. Doubt. Ein Zweifel bedeutet, du bist nicht sicher. Zweifel haben. Zweifeln. Ich zweifle. Du zweifelst. Zweifeln bedeutet unsicher sein. Zweifel. Doubt. Bei KI ist Zweifel nicht schlecht. Ein guter Zweifel hilft dir zu prüfen. Ein guter Zweifel hilft dir, vorsichtig zu sein. Ein guter Zweifel schützt dich vor Fehlern. Zweifel. Prüfen. Denken. Entscheiden. Du kannst eine einfache Regel im Kopf behalten. Regel. Die Regel. Rule. Eine einfache Regel. KI kann helfen, aber du bleibst verantwortlich. Verantwortlich. Responsible. Du bleibst verantwortlich für deine Worte, für deine Entscheidungen, für deine Daten, für dein Lernen. Verantwortlich. Wort. Das Wort. Word. Wörter können helfen. Wörter können verletzen. Verletzen. Ich verletze. Du verletzt. Verletzen bedeutet jemandem wehtun, körperlich oder emotional. Worte können verletzen. Kommentare können verletzen. Falsche Informationen können verletzen. Verletzen. Hurt. Deshalb ist Sprache wichtig. Sprache. Die Sprache. Why? Language. Sprache ist nicht nur Grammatik. Sprache ist Verbindung. Verbindung. Die Verbindung. Connection. Sprache verbindet Menschen. Sprache erklärt Gedanken. Sprache zeigt Respekt. Respekt. Der Respekt. Respekt. Respekt bedeutet, andere Menschen ernst nehmen. Respekt zeigen. Respekt haben. Respekt. Auch bei KI brauchen wir Respekt. Respekt vor Menschen. Respekt vor Daten. Respekt vor Wahrheit. Wahrheit. Die Wahrheit. Truth. Wahrheit bedeutet das, was stimmt. Wahrheit suchen. Wahrheit prüfen. Wahrheit schützen. In einer Welt mit vielen Bildern, Stimmen und Texten wird Wahrheit wichtiger. Wichtiger. More important. Wahrheit wird wichtiger. Prüfung wird wichtiger. Verantwortung wird wichtiger. Du kannst fragen, ist das wahr? Ist das fair? Ist das sicher? Ist das notwendig? Notwendig. Und notwendig bedeutet, man braucht es wirklich. Ist diese App notwendig? Ist dieser Klick notwendig? Ist diese Information notwendig? Notwendig. Necessary. Diese Fragen sind einfach, aber stark.
Einfach. Simple. Stark. Strong. Einfache Fragen können stark sein. Jetzt kommt der Abend. Abend. Der Abend. Evening. Draußen wird es dunkel. Dunkel. Dark. Die Sonne ist untergegangen. Untergehen. Die Sonne geht unter. Set. Der Himmel ist dunkel. Himmel. Der Himmel. Sky. Vielleicht siehst du Sterne. Sterne. Die Sterne. Stars. Du machst eine Tasse Tee. Tasse. Die Tasse. Cup. Tee. Der Tee. Tee. Du hältst die warme Tasse in der Hand. Warm. Warm bedeutet nicht kalt. Die Tasse ist warm. Deine Hände werden warm. 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 Du entscheidest dich für eine medienfreie Stunde. Medienfrei. Medienfrei bedeutet ohne Handy, ohne Computer, ohne soziale Medien. Eine medienfreie Stunde. Medienfreie Zeit. Medienfrei. Screen-free. Without media. Stunde. Die Stunde. Hour. Eine Stunde Ruhe. Eine Stunde lesen. Eine Stunde ohne Benachrichtigungen. Stunde. Hour. Du legst das Handy weg. Weglegen. Put away. Du machst den Bildschirm aus. Bildschirm aus. Du atmest ruhig. Ruhig. Calm. Jetzt ist es still. Still. Still bedeutet leise, ruhig, ohne Lärm. Still. Quiet. Silent. Stille. Die Stille. Silence. Stille ist nicht leer. Leer. Leer bedeutet ohne Inhalt. Stille ist nicht leer. Stille kann voll sein. Voll. Voll bedeutet nicht leer. Voll von Ruhe. Voll von Gedanken. Voll von Gefühl. Du nimmst ein Buch. Buch. Das Buch. Book. Du liest ein paar Seiten. Seite. Die Seite. Page. Eine Seite. Lesen. 2 Seiten lesen. Langsam lesen. Lesen. Read. Beim Lesen arbeitet dein Kopf anders als beim Scrollen. Scrollen. Ich scrolle. Du scrollst. Scrollen bedeutet mit dem Finger oder der Maus nach unten gehen.
Durch soziale Medien scrollen. Durch Nachrichten scrollen. Scrollen. Scroll. Beim Scrollen wechseln Inhalte schnell. Wechseln. Change. Ein Video. Noch ein Video. Noch eine Nachricht. Noch ein Bild. Schnell, schnell, schnell. Beim Lesen bleibst du länger bei einer Sache. Länger, longer, länger bleiben, länger denken, länger verstehen. Verstehen braucht manchmal Zeit. Zeit. Die Zeit. Time. Du gibst deinem Gehirn Zeit. Gehirn. Das Gehirn. Brain. Dein Gehirn lernt. Dein Gehirn speichert. Dein Gehirn verbindet. Verbinden. Ich verbinde. Du verbindest. Verbinden bedeutet Dinge zusammenbringen. Wörter verbinden. Ideen verbinden. Menschen verbinden. Verbinden. Connect. Vielleicht lernst du gerade Deutsch. Deutsch. Die deutsche Sprache. Du hörst Wörter. Du wiederholst Wörter. Du verstehst Wörter. Jedes Wort ist ein kleiner Schritt. Schritt. Der Schritt. Step. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Schritt für Schritt. Beim Thema KI lernst du nicht nur Technik. Du lernst Sprache für die moderne Welt. Moderne Welt. Modern World. Du lernst Wörter wie Datenschutz, Verantwortung, Quelle, Prüfen, Wahrheit, Risiko, Chance, Entscheidung. Diese Wörter machen dein Deutsch stärker. Stärker. Stronger. Dein Deutsch wird stärker. Dein Verständnis wird stärker. Deine Sicherheit wird stärker. Sicherheit. Die Sicherheit. Confidence. Safety. Du musst nicht perfekt sprechen. Perfekt. Perfect. Niemand spricht immer perfekt. Niemand weiß alles. Niemand. No one. Niemand. Auch Muttersprachler machen Fehler. Muttersprachler. Der Muttersprachler. Native Speaker. Menschen machen Fehler. Fehler sind normal. Fehler helfen beim Lernen. Fehler. Mistake. Wichtig ist, du bleibst ruhig. Du bleibst neugierig. Neugierig. Curious. Du möchtest weiterlernen. Weiterlernen. Continue learning. Ich lerne weiter. Du lernst weiter. Jetzt denkst du an Kinder und Jugendliche. Kind. Das Kind. Child. Jugendlicher. Der Jugendliche. Teenager. Junge Menschen wachsen mit KI auf. Aufwachsen. Ich wachse auf. Du wächst auf. Aufwachsen bedeutet größer werden, leben und lernen als Kind. Nachziehen. Aufwachsen.
Grow up. Für junge Menschen ist KI vielleicht normal. Normal. Normal bedeutet gewöhnlich, nicht besonders. Ein normales Werkzeug. Eine normale App. Ein normaler Teil vom Lernen. Normal. Normal. Aber gerade deshalb brauchen Sie gute Begleitung. Begleitung. Die Begleitung. Guidance. Support. Begleitung bedeutet, jemand ist da, hilft, erklärt, schützt. Eltern begleiten Kinder. Lehrer begleiten Schüler. Erwachsene begleiten Jugendliche. Begleitung. Guidance. Erwachsene. Die Erwachsenen. Adults. Erwachsene haben Verantwortung. Sie müssen nicht alles über Technik wissen, aber sie sollten zuhören und fragen. Zuhören. Fragen. Erklären. Begleiten. Erklären. Ich erkläre. Du erklärst. Erklären bedeutet etwas verständlich machen. Ein Wort erklären. Eine Regel erklären. Ein Risiko erklären. Erklären. Explain. Verbieten allein reicht nicht. Verbieten. Ich verbiete. Du verbietest. Verbieten bedeutet sagen, dass etwas nicht erlaubt ist. Verbieten. Forbid. Wann? Manchmal ist ein Verbot nötig. Verbot. Das Verbot. Wann? Aber Lernen braucht mehr als Verbote. Lernen braucht Verständnis. Verständnis. Das Verständnis. Understanding. Kinder und Jugendliche sollten lernen, was ist eine gute Quelle, was sind persönliche Daten, was ist ein KI-Bild, was ist eine Falschinformation, wie frage ich gut, wie prüfe ich gut, wie bleibe ich fair. Fair bleiben. Fair. Fair bedeutet gerecht, ehrlich, respektvoll. Fair im Gespräch. Fair im Internet. Fair bei Kommentaren. Fair. Das Internet vergisst nicht immer. Vergessen. Forget. Menschen vergessen oft. Das Internet manchmal nicht. Deshalb ist Vorsicht wichtig. Vorsicht. Die Vorsicht. Kaution. Vorsicht beim Posten. Vorsicht bei Fotos. Vorsicht bei persönlichen Daten. Persönlich. Persönliche Daten. Persönlich bedeutet, es gehört zu dir. Dein Name. Dein Gesicht. Deine Stimme. Deine Adresse. Deine Schule. Dein Arbeitsplatz. Persönlich. Personal. Du denkst, vielleicht ist die wichtigste Fähigkeit nicht Technik, sondern Urteilskraft. Urteilskraft. Die Urteilskraft. Judgment. Urteilskraft bedeutet,
Gut einschätzen können, was richtig, falsch, wichtig, unwichtig, fair oder gefährlich ist. Urteilskraft. Judgment. Einschätzen. Ich schätze ein. Du schätzt ein. Einschätzen bedeutet bewerten, verstehen, wie etwas ist. Eine Situation einschätzen. Ein Risiko einschätzen. Eine Information einschätzen. Einschätzen. Assess. Bewerten. Ich bewerte. Du bewertest. Bewerten bedeutet eine Meinung über die Qualität oder Bedeutung bilden. Einen Text bewerten. Eine Quelle bewerten. Eine Antwort bewerten. Bewerten. Evaluate. Das sind starke Wörter. Einschätzen. Bewerten. Prüfen. Entscheiden. Verantwortung übernehmen. Diese Wörter passen gut zum B1-Niveau und auch zur modernen Welt. Jetzt wird es später. Später. Later. Der Abend wird ruhig. Du spürst Müdigkeit. Müdigkeit. Die Müdigkeit. Tiredness. Müdigkeit ist ein Zeichen. Zeichen. Das Zeichen. Sein. Dein Körper sagt, es ist Zeit, langsamer zu werden. Du gehst ins Badezimmer. Badezimmer. Bathroom. Du putzt dir die Zähne. Zähne putzen. Brush teeth. Du wäschst dein Gesicht. Gesicht waschen. Wash face. Du schaust in den Spiegel. Spiegel. Der Spiegel. Mirror. Du siehst dich selbst. Selbst. Du bist ein Mensch in einer digitalen Zeit. Eine digitale Zeit. Eine Zeit mit Technik, KI, Daten, Nachrichten, Chancen und Risiken. Aber du bist immer noch Mensch. Mensch. Der Mensch. Human. Du brauchst Schlaf. 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 Der Schlaf. Sleep. Du brauchst Ruhe. Ruhe. Die Ruhe. Rest. Du brauchst echte Gespräche. Gespräch. Das Gespräch. Konversation. Du brauchst Natur. Natur. Die Natur. Nature. Du brauchst Freundschaft. Freundschaft. Die Freundschaft. Friendship. Du brauchst Sinn. Sinn. Der Sinn. Meaning. Sinn. Ein wichtiges Wort. Sinn bedeutet Bedeutung. Warum mache ich etwas? Was ist wichtig? Was gibt meinem Leben Richtung? Richtung. Die Richtung. Direction. Sinn und Richtung. Meaning and Direction.
KI kann Antworten geben, aber Sinn findest du selbst. Finden. Ich finde. Du findest. Finden bedeutet, etwas bekommen, was du gesucht hast. Eine Antwort finden. Einen Weg finden. Sinn finden. Finden. Find. Du gehst ins Schlafzimmer. Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Bedroom. Du machst das Licht aus. Licht. Das Licht. Light. Ausmachen. Ich mache aus. Du machst aus. Ausmachen bedeutet ausschalten. Das Licht ausmachen. Das Handy ausmachen. Den Bildschirm ausmachen. Ausmachen. Turn off. Vielleicht legst du das Handy nicht neben dein Bett. Vielleicht legst du es auf den Tisch, weit weg. Weit weg. Far away. Das hilft dir schlafen. Helfen. Help. Eine kleine Entscheidung kann viel helfen. Kleine Entscheidung. Große Wirkung. Wirkung. Die Wirkung. Effekt. Wirkung bedeutet, was etwas macht, was danach passiert. Wirkung. Effekt. Du legst dich ins Bett. Bett. Das Bett. Bett. Du ziehst die Decke hoch. Decke. Die Decke. Blanket. Du legst deinen Kopf auf das Kissen. Kissen. Das Kissen. Pillow. Du schließt die Augen. Augen schließen. Close your eyes. Du atmest langsam. Langsam atmen. Du fühlst deinen Körper. Körper. Der Körper. Body. Deine Schultern werden weich. Schulter. Die Schulter. Shoulder. Dein Rücken wird ruhig. Rücken. Der Rücken. Back. Deine Hände werden schwer. Hand. Die Hand. Deine Beine entspannen sich. Bein. Das Bein. Leg. Entspannen. Ich entspanne mich. Du entspannst dich. Entspannen bedeutet loslassen, ruhig werden, weich werden. Entspannen. Relax. Du denkst noch einmal an die Wörter von heute. Künstliche Intelligenz. Technik. Daten. Datenschutz. Quelle. Wahrheit. Falschinformation. Verantwortung. Chance. Risiko. Werkzeug. Entscheidung. Aufmerksamkeit. Zukunft. Menschlichkeit. Menschlichkeit. Die Menschlichkeit. Humanity. Menschlichkeit bedeutet freundlich, fair, respektvoll, mit Herz handeln. Menschlichkeit. Humanity. In einer Welt mit Maschinen bleibt Menschlichkeit wichtig. Maschine. Die Maschine. Machine. Eine Maschine kann viel. Ein Computer kann viel. KI kann viel.
Aber Menschlichkeit kommt vom Menschen, vom Herzen, von Erfahrung, von Nähe. Nähe. Die Nähe. Closeness. Nähe bedeutet nicht weit weg, verbunden. Menschliche Nähe. Nähe. Du erinnerst dich. KI ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug kann helfen. Aber du entscheidest, wie du es nutzt. Nutzen. Use. Du entscheidest, wann du es nutzt. Du entscheidest, wann du Pause machst. Du entscheidest, wann du selbst denkst. Und eigentlich denkst du immer selbst. Immer. Always. Immer selbst denken. Immer prüfen. Immer menschlich bleiben. Das ist kein Kampf gegen Technik. Kampf. Der Kampf. Fight. Es ist kein Kampf gegen KI. Es ist ein Weg mit Technik. Weg. Der Weg. Way. Path. Ein bewusster Weg. Ein ruhiger Weg. Ein menschlicher Weg. Du musst keine Angst haben. Du musst auch nicht alles sofort lieben. Du darfst lernen. Du darfst fragen. Du darfst zweifeln. Du darfst ausprobieren. Ausprobieren. Ich probiere aus. Du probierst aus. Ausprobieren bedeutet testen, versuchen. Eine App ausprobieren. Eine Methode ausprobieren. Ein neues Wort ausprobieren. Ausprobieren. Try out. Versuchen. Ich versuche. Du versuchst. Versuchen bedeutet probieren. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Du versuchst ruhig zu bleiben. Wir versuchen die Welt zu verstehen. Versuchen. Try. Verstehen. Understand. Wir verstehen Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal. Auf einmal. At once. Nicht alles sofort. Nicht alles perfekt. Schritt für Schritt. Jetzt wird dein Atem ruhiger. Dein Kopf wird ruhiger. Die Wörter werden leiser. Leise. Quiet. Die Welt wird leiser. Du schläfst langsam ein. Einschlafen. Ich schlafe ein. Du schläfst ein. Einschlafen bedeutet in den Schlaf gehen. Fall asleep. Vielleicht träumst du. Träumen. Ich träume. Du träumst. Träumen bedeutet Bilder im Schlaf sehen, Geschichten im Kopf erleben. Träumen. Dream. Vielleicht träumst du von einer Zukunft, in der Menschen Technik klug nutzen. Klug. Klug bedeutet intelligent, weise, mit gutem Denken.
klug, smart, wise, klug nutzen, klug entscheiden, klug lernen, weise. Weise bedeutet mit tiefer Erfahrung und gutem Urteil. Eine weise Entscheidung. Weise. Wise. Eine gute Zukunft braucht kluge Technik und weise Menschen. Kluge Technik. Weise Menschen. Weise Menschen. Verantwortliche Entscheidungen. Faire Regeln. Gute Bildung. Bildung. Die Bildung. Education. Bildung bedeutet Lernen, Wissen, Verstehen, Persönlichkeit entwickeln. Bildung. Education. Persönlichkeit. Die Persönlichkeit. Personality. Das, was einen Menschen besonders macht. Deine Persönlichkeit. Deine Stimme. Deine Meinung. Deine Erfahrung. Persönlichkeit. Personality. KI kann dir helfen, aber sie ist nicht deine Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit gehört dir. Gehören. Es gehört mir. Es gehört dir. Gehören bedeutet, etwas ist von jemandem. Deine Stimme gehört dir. Deine Daten gehören zu dir. Deine Entscheidung gehört dir. Gehören. Belong. Du bist mehr als Daten. Mehr. More. Du bist mehr als Klicks. Du bist mehr als Suchanfragen. Du bist ein Mensch mit Erinnerung, mit Gefühl, mit Hoffnung, mit Sprache, mit Zukunft. Und deine Sprache wächst. Wachsen. Ich wachse. Du wächst. Wachsen bedeutet größer werden. Wachsen. Dein Deutsch wächst. Dein Wortschatz wächst. Dein Vertrauen wächst. Wortschatz. Der Wortschatz. Vocabulary. Wortschatz bedeutet alle Wörter, die du kennst. Dein Wortschatz wird größer. Größer. Bigger. Heute hast du viele Wörter gehört. Einige sind einfach. Einige sind neu. Einige sind groß. Aber sie dürfen langsam ankommen. Ankommen. Arrive. Wörter kommen an. Bedeutung kommt an. Sicherheit kommt an. Du musst sie nicht festhalten. Festhalten. Hold tight. Du kannst sie einfach hören. Wiederhören. Wiederholen. Wiederholung. Die Wiederholung. Repetition.
Wiederholung macht Wörter vertraut. Vertraut. Familiar. Wenn Wörter vertraut sind, fühlst du dich sicherer. Sicherer. More confident. Sicherer sprechen. Sicherer verstehen. Sicherer lesen. Sicherer schreiben. Und jetzt ist es Zeit für Ruhe. Ruhe. Die Ruhe. Rest. Peace. Stille. Die Stille. Silence. Nacht. Die Nacht. Night. Die digitale Welt schläft vielleicht nie. Aber du darfst schlafen. Du darfst abschalten. Abschalten. Ich schalte ab. Du schaltest ab. Abschalten bedeutet ausmachen, innerlich zur Ruhe kommen. Das Handy abschalten. Den Kopf abschalten. Den Tag loslassen. Abschalten. Switch off. Unwind. Loslassen. Ich lasse los. Du lässt los. Loslassen bedeutet nicht mehr festhalten. Sorgen loslassen. Stress loslassen. Den Tag loslassen. Loslassen. Let go. Du lässt den Tag los. Du lässt die Nachrichten los. Du lässt die Bildschirme los. Du lässt die Fragen los. Alles darf ruhen. Ruhen. Ich ruhe. Du ruhst. Ruhen bedeutet still sein, sich erholen. Ruhen. Rest. Gute Nacht. Gute Nacht bedeutet sleep well. Eine freundliche Nacht. Eine ruhige Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut bedeutet sleep well. Schlaf ruhig. Träume schön. Schöne Träume. Traum. Der Traum. Dream. Morgen beginnt ein neuer Tag. Morgen. Tomorrow. Ein neuer Tag mit neuen Fragen, neuen Wörtern, neuen Chancen. Aber heute reicht es. Heute hast du gehört. Heute hast du gelernt. Heute hast du verstanden. Künstliche Intelligenz ist Teil unserer Zeit. Aber der Mensch bleibt wichtig. Deine Stimme bleibt wichtig. Dein Denken bleibt wichtig. Deine Menschlichkeit bleibt wichtig. Gute Nacht.